Ich bin Erik, ich freue mich, dass ihr alle da seid und darf ganz kurz hier einleiten und begrüßen. Erstmal wollte ich Danke sagen und danke an Manon und Chris aus meinem Team, die das hier alles organisiert haben und den Alkohol beim Aldi geklaut haben und jetzt könnt ihr euch betrinken und alles, also ganz gut. Und dann wollte ich natürlich Borderline Youth danken dafür, dass ja, sie die Grundlage geschaffen haben, dass wir heute die Veranstaltung hier haben, aber auch die Grundlage dafür geschaffen haben, dass wir eine, wie ich finde, sehr gute Studie haben, die wir heute vorstellen können, die nochmal den Blick bei der Kriminalisierung von Migration und auch Zivilgesellschaft an den europäischen Außengrenzen etwas spezieller auf diejenigen richtet, die oft gar keine Stimme haben. Ich persönlich habe auch schon mitgekriegt an den Außengrenzen, zum Beispiel als ich im März 2020 in Griechenland war, dass es dort also teilweise Zustände gibt, die man sich, wenn man so aus Berlin kommt und dann da irgendwie hinfährt, eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ich war zum Beispiel, weil ich auf Twitter gesehen habe, von Alarmphone, dass es irgendwie gerade einen Pushback-Versuch gibt in Sichtweite von der Küste von Lesbos mit einem Deutsche Welle-Journalisten dort und habe irgendwie bei 2-3 Stunden versucht, weil man das Boot einfach sehen konnte. Die Küstenwache stand daneben und wollte es offensichtlich pushbacken, Druck zu machen, dass es den Pushback dann nicht gibt. Und nach 2-3 Stunden kam dann irgendwie so eine Gruppe von maskierten Faschos an, die gedroht hat, uns umzubringen und so tief zu vergraben, dass uns unsere Mutter niemals mehr finden wird, mit so Messern auch. Und dann, als die Polizei irgendwann kam, wurden nicht die Faschos festgenommen, sondern wir, weil irgendwie die Leute auch gar nicht interessiert hat bei der Polizei, dass ich zum Beispiel einen Diplomatenpass habe und man mich eigentlich gar nicht festnehmen darf. Also solche Szenen waren ja damals im März 2020 eigentlich an der Tagesordnung. Man musste irgendwie die Autos abkleben, damit man nicht sieht, dass das irgendwie Leihwagen sind, weil Leihwagen von NGOs sind und NGO-Wägen einfach mit Steinen beworfen werden konnten auf Lesbos. Und die Konsequenz war nicht, dass es einen Aufschrei gab, wie die Rechten mit einmal die Außengrenzen übernehmen können, sondern die Konsequenz war, dass Ursula von der Leyen im Flugzeug über Griechenland gefahren ist und geflogen ist und gesagt hat, also das ist ja hier toll, Griechenland ist unser Schild. Und die Regierung in Griechenland hat dann der Zivilgesellschaft, also den Faschos an den Außengrenzen gedankt, wo ja auch aus ganz Europa Faschos da nach Griechenland gekommen sind, um diesen Angriff auf Europa abzuwehren. Hat die Regierung der Zivilgesellschaft gedankt, dass sie sich so für den Grenzschutz eingesetzt haben. Also völlig absurde Zustände. Aber die Sache ist, dass es uns, also mich jetzt als weißen Europäer, der irgendwie nicht nur einen roten, sondern sogar einen blauen Pass hat, am Ende immer nicht so trifft. Also uns passiert da in der Regel eben nicht, auch wenn es natürlich Kriminalisierung von Zivilgesellschaft gibt, wie wir wissen und teilweise auch am eigenen Leib erfahren haben. Sascha sitzt da, der kann davon auch einen eigenen Vortrag noch halten. Aber was, glaube ich, meistens untergeht, ist, dass die Hauptbetroffenen von Kriminalisierung von Migration eben Geflüchtete sind, über die man oft gar nicht redet. Und was wir gleich bei der Studienvorstellung hören werden, ist, wie ich finde, dann eben keine Frage, die sich nur um Migrationspolitik dreht oder um die Frage, wie soll man jetzt irgendwie Schleppernetzwerke bestrafen, sondern eigentlich geht es aus meiner Sicht um den Kern des Rechtsstaats, auch um den Kern von Demokratie in Europa und auch um die Frage, wer sind wir eigentlich in Europa, wenn wir irgendwie der ganzen Welt immer in Reden bei den Vereinten Nationen erklären, dass Menschenrechte so wichtig sind, dass wir aber nicht mal grundlegende Standards bei Rechtsstaatlichkeit einhalten. Und da kann man darüber reden, wie Menschen an den Außengrenzen gerade systematisch gepushbackt werden. Man kann darüber reden, wie sie misshandelt und entwürdigt werden, wie es völlig normal geworden ist, dass eben nicht alle Menschen an den Außengrenzen irgendwie eine Würde haben, wenn sie nicht gerade aus Europa kommen. Man kann auch darüber reden, ob ja, es eigentlich jetzt wirklich normal ist, dass es keinen riesigen Aufschrei in Europa gibt, wenn über 600 Menschen im Mittelmeer ertrinken und es ganz ernsthafte Hinweise gibt, dass das nicht einfach so passiert ist, sondern mindestens eine Mitschuld der griechischen Küstenwache gibt, die dieses Boot dann durch irgendwelche Seile durch die Gegend gezogen hat, wodurch es untergegangen ist, danach dann die Handys von den Überlebenden geklaut, wo es gar nicht so viele Überlebende gibt, weil sie auch noch eine halbe Stunde mit der Rettung gewartet haben. Und man kann dann auch darüber reden, ob ob es eigentlich normal ist, dass dann Verhörprotokolle gefälscht werden, wo in 7 Protokollen wortgleich entlastende Hinweise für die Küstenwache drinstehen, die aber nie gesagt wurden, während die belastenden Hinweise gar nicht aufgenommen werden von der Polizei. Also ich finde, wir reden da sehr viel über Polen und Ungarn, auch auf europäischer Ebene, aber wir reden eben über andere Staaten viel zu wenig, wo die Rechtsstaatlichkeit völlig in Gefahr ist und wo es ja auch wirklich völlig normal geworden ist, dass Geflüchtete eben nicht nur keinen guten Zugang zum Recht haben, sondern überhaupt kein Recht mehr haben, Rechte zu haben. Und
Deswegen haben wir heute die Veranstaltung hier gemacht. Ich wollte gar nicht so lange reden, deswegen halte ich jetzt gleich die Klappe, aber ich sage noch ganz kurz, wie es weitergeht. Es geht nämlich jetzt erstmal weiter mit der Studienvorstellung. Die Studie, die einen langen Namen hat, wie ich festgestellt habe, nämlich ein rechtsfreier Raum, die systematische Kriminalisierung von Geflüchteten für das Steuern eines Bootes oder Autos nach Griechenland. Von Borderline Europe. Die Studie wird von Julia Winkler vorgestellt und von Lotta Meyer. Und dann geht es weiter mit einem kurzen Vortrag von Natascha Dailani vom Legal Center Lesbos. Und dann geht es weiter mit Mahtab, deren Vater in Griechenland wegen Schmuggels zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde und die in den letzten Tagen, da wie ich finde, auch sehr gut darauf aufmerksam gemacht hat, auf dem Account von Gilda Sahebi auf Twitter. Genau. Gibt dann danach noch ein kurzes Panel, da können wir dann Fragen stellen und Antworten geben und ihr könnt auch noch was sagen, alle, ja, und das wird ganz gut. Und dann haben wir einen Ausklang ab 21 Uhr hoffentlich. Und jetzt übergebe ich erstmal an Borderline Europe. Vielen Dank. Ja, bis die PowerPoint läuft, kann ich schon mal anfangen und auch genau von unserer Seite herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Julia und Lotta. Genau, wir haben beide an der Studie mitgeschrieben, auch noch ganz viele andere Leute, die auch zum Teil heute hier da sind und genau werden die jetzt vorstellen. Und noch 2 Sätze zu Borderline. Also wir sind eine Organisation mit Sitz in Berlin, aber auch in Italien, Palermo und auf Lesbos in Griechenland. Und haben schon ganz lange einen Schwerpunkt zur Kriminalisierung von Migration beziehungsweise jeder Tätigkeiten, die unter dem Vorwurf der Schleusung beziehungsweise Beihilfe laufen. Und dokumentieren und begleiten da Fälle, eben die gerade schon angesprochen wurden, Fälle, die auch eher mehr Aufmerksamkeit erreichen, wie zum Beispiel der Juventa Crew oder von Sean Binder und Sarah Mardini. Aber genau die Mehrheit der Menschen, die in Europa aber mit dem Vorwurf der Schleusung konfrontiert sind, sind aber eigentlich Migrierende selbst und wie der Titel der Studie eben schon sagt, allein dafür, dass sie das Boot bzw. das Auto gesteuert haben, mit dem sie versucht haben, in die EU zu gelangen. Genau, und deren Realität sieht eben nochmal einiges drastischer aus als die von europäischen Aktivistinnen, die eben in der Regel zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten. Und ja, das liegt wahrscheinlich auch gerade eben daran, dass es keine Aufmerksamkeit gibt für diese Menschen, dass diese Rechtsbrüche alle so passieren können. Genau, und vor diesem Hintergrund ist auch diese Studie entstanden, die wir eben heute zusammen mit Natascha und Mahtab auch vorstellen. Und ja, mit der Hoffnung, dieses Missverhältnis, was die Dimension und die Aufmerksamkeit auf der anderen Seite anbelangt, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und hoffentlich auch mit dieser Fakten- und Datenlage ja, politisch aktiv oder noch aktiver diesbezüglich werden zu können. Genau, und dann gebe ich auch schon mal dich ab, oder? Ja, wir fangen jetzt mal mit der Datengrundlage für unsere Studie. Das waren zum einen Interviews mit kriminalisierten Personen, also Personen, die eben für das Steuern eines Autos oder Bootes nach Griechenland angeklagt und zum Teil auch inhaftiert wurden. Außerdem Interviews mit RechtsexpertInnen und AnwältInnen, die zu diesem Thema in Griechenland arbeiten. Dazu haben wir uns auch noch aktuelle Zahlen und Statistiken von den griechischen Behörden angeschaut, wobei diese leider nicht vollständig öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Und den Hauptteil unseres Datensatzes bilden 81 Prozesse von 95 Personen, die wir an 8 verschiedenen Standorten in Griechenland beobachtet und begleitet haben. Den Hintergrund für unsere Studie, das ist der sogenannte Kampf gegen Schmuggler und Schleuser, der seit 2015 in der EU zur Priorität der europäischen Migrationspolitik ernannt wurde und auch im EU-Aktionsplan 2021 bis 2025 nochmal die Verhütung und Bekämpfung der Schleuserkriminalität ins Zentrum dieses neuen, sogenannten umfassenden migrationspolitischen Konzepts gerückt wurde. Wie man hier, das ist einfacher, wie man hier an ein paar Zitaten aus diesem EU-Aktionsplan sieht, beschreibt die EU dies als einen Kampf gegen organisierte kriminelle Netzwerke und begründet es mit dem Schutz der MigrantInnen gegen Gewalt, vor Gewalt und Ausbeutung und der Wahrung ihrer Rechte. In der Studie, die wir heute präsentieren, werden wir uns diesen Kampf gegen Schmuggel
genauer anschauen. Einerseits hinsichtlich der Gesetzgebung und andererseits hinsichtlich der praktischen Umsetzung in Griechenland. Und dafür wird Julia jetzt beginnen, die Ergebnisse der Studie vorzustellen. Genau. Wir beginnen direkt mit den Verhaftungen und ja, eines der zentralen Inhalte bzw. Punkte, wenn man sich die Umsetzung eben der Anti-Schmuggelpolitik in Griechenland anschaut, ist, dass geschmuggelte Personen selbst und unter ihnen auch eben Asylsuchende eben systematisch wegen Schmuggel verhaftet werden, weil sie das Boot oder das Auto gesteuert oder irgendwelche anderen assistierenden Tätigkeiten übernommen haben. Und diese Verhaftung von mindestens einer Person eben pro Boot und Auto, das ankommt, ist routinemäßige Praxis bei griechischen Behörden, also das heißt die Küstenwache oder die Polizei, je nachdem eben wer dieses Gefährt aufgreift und eben unabhängig davon, welche Rolle oder ja, Absicht diese Person eigentlich tatsächlich hatte. Genau, und das wird ermöglicht eben durch die griechische Gesetzgebung und die europäische Gesetzgebung, wo Natascha dann auch noch mehr dazu sagen wird, die eben sehr weit gefasst ist. Und entsprechend reicht es auch in Griechenland eben das Boot zu steuern, um diesen Straftatbestand zu erfüllen, der Beihilfe zur unerlaubten Einreise. Und die Situation wird aber weiter dadurch verschärft, dass es bei diesen Verhaftungen und den darauffolgenden Ermittlungen eben zu zahlreichen, sehr schwerwiegenden Rechtsbrüchen kommt. Also wir haben willkürliche Verhaftungen dokumentiert. Also es gab einen Fall, wo die Person, die das GPS aktiviert hat, im Nachhinein dann eben als verantwortliche Person identifiziert wurde. Oder Fälle, wo die Person, die als einziges eine andere Nationalität hatte, dann von den Behörden als der verantwortliche Schleuser identifiziert wurde, was auch nochmal so diesen Eindruck natürlich verstärkt, dass es vor allem darum geht, einfach irgendeine verantwortliche Person zu finden. Genau, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben eigentlich alle unisono davon berichtet, dass sie nicht über ihre Rechte informiert wurden und oftmals nicht einmal darüber, was ihnen überhaupt vorgeworfen wird, sondern einfach Hilflosigkeit, stundenlange Verhöre auf den Polizeistationen, ohne dass dabei eine ausreichende Übersetzung bzw. DolmetscherInnen vorhanden waren. Und das Ganze auch ohne jeglichen Rechtsbeistand oder beziehungsweise in seltenen Fällen war auch mal ein Pflichtverteidiger dabei, aber in der Regel nicht. Sogar aktive Verhinderungen, wenn Menschen aktiv danach gefragt haben, dass ihnen abgeraten wurde, jetzt Anwalt, Anwältin einzuschalten oder gesagt wurde, es ist jetzt zu spät, jetzt erreicht man eh niemanden mehr. Das Ganze endet dann damit, dass den Menschen nach diesen Verhören Papiere beziehungsweise auch Geständnisse vorgelegt werden, die nur auf Griechisch sind, die sie dann unterschreiben sollen. Und genau das Schockierende bei allen, also das Schockierendste ist eigentlich, dass alle davon berichtet haben, dass physische und psychische Gewalt angewendet wurde, Nötigung, Misshandlung bis hin zu, was man als Folter beschreiben kann. Und ja, dass ihnen Essen und Trinken verweigert wurde, zum Teil über mehrere Tage. Und genau das vor, während und nach diesen Verhören passiert ist. Und genau diese Schilderungen, ja, die verletzen natürlich nicht nur ganz offensichtlich die Menschen und ja, Grundrechte dieser Menschen, sondern untergraben auch fundamental die Glaubwürdigkeit jeglicher Aussagen, die in solchen Umständen aufgenommen werden. Und gerade in solchen Fällen, die ja in dieser Studie behandelt werden, ist es nun mal besonders bedenklich, weil diese Aussagen dann in der Akte landen, später ja ein zentraler oder sogar die einzige Beweisgrundlage bilden für die Verurteilungen, die darauf folgen. Im Anschluss an diese sogenannten Ermittlungen werden die Verdächtigen dann der oder dem Haftrichterinnen vorgeführt, wie Julia eben schon gesagt hat, teilweise eben erst nach bis zu 16 Tagen Arrest. Und dort wird dann erst festgestellt, ob Anklage erhoben werden kann und eben auch, ob Untersuchungshaft angeordnet wird. In der Mehrzahl der Fälle war während dieser ersten Anhörung gar keine rechtliche Verteidigung anwesend. In den restlichen war es eben eine Pflichtverteidigerin, also die vom griechischen Staat angeordneten Anwältin. Und es gab in den meisten Fällen keine Übersetzung während der Anhörung. In den Fällen, in denen Befragte berichtet haben, dass sie eine Übersetzerin da hatten, wurde diese als unzureichend beschrieben. Das bedeutet also entweder die falsche Sprache oder dass im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass die Aussagen falsch oder gar nicht übersetzt wurden. Außerdem mussten wir feststellen, dass in 84% der Fälle Untersuchungshaft angeordnet wird, was sich auch mit den Berichten der AnwältInnen deckt, die eben sagen, dass Drittstaatsangehörige, die wegen Schmuggel angeklagt werden, routinemäßig
Untersuchungshaft angeordnet bekommen und dabei nicht die individuellen Umstände der Fälle berücksichtigt werden. Dabei wird meistens der Umstand, dass man keinen festen Wohnsitz in Griechenland hat, was natürlich für Leute, die gerade erst ankommen, meistens der Fall ist, als pauschaler Grund als ausreichend gesehen. Und durch diese Untersuchungshaft werden teilweise auch Familien getrennt. Wir haben zum Beispiel 2 Fälle beobachtet, in denen ein Vater alleine mit seinen minderjährigen Kindern in Griechenland eingereist ist und damit als einziger Sorgeberechtigter vor Ort war und trotzdem entschieden wurde, dass durch die Untersuchungshaft er von seinen Kindern getrennt wurde. Und teilweise wurde dabei nicht mal das Besuchsrecht im Gefängnis gewährleistet. Außerdem sind in Griechenland erwiesenermaßen, also nach mehreren Berichten, die Haftbedingungen katastrophal. Dabei werden etliche Grund- und Menschenrechte missachtet und verletzt. Das ist natürlich der Fall für alle Gefängnisinsassen. Was aber für diese Fälle besonders relevant ist, ist, dass Menschen, die gerade erst in Griechenland ankommen, also im Prinzip direkt nach ihrer Ankunft in Untersuchungshaft und damit im Gefängnis landen, dadurch erheblich in ihrer Möglichkeit, angemessene Unterstützung und rechtlichen Beistand zu bekommen, eingeschränkt werden. Meistens sprechen sie nicht die Sprache, haben vielleicht gar keine früheren Verbindungen zum Land und auch wenig oder gar keine Kenntnis über das Rechtssystem. Was bedeutet, dass sie einerseits sich vielleicht gar nicht im Klaren darüber sind, welche Rechte ihnen zustehen, aber andererseits eben vor allem nicht über die Anlaufstellen verfügen, die ihnen dabei helfen können, diese Rechte einzufordern bzw. zu verteidigen. Dann dürfen in Griechenland nur Familienmitglieder ersten Grades im Gefängnis besuchen, was für viele Menschen, deren Familien außerhalb der EU leben, bedeutet, dass sie gar keinen Besuch erhalten können, weil es eben keine legalen und sicheren Einreisewege gibt. Auch Telefonanrufe aus dem Gefängnis kosten Geld. Das heißt, wenn man nicht dieses Geld bezahlen kann, dann bedeutet das für viele Menschen, dass sie gar keine Kontaktmöglichkeiten während ihrer gesamten Haftzeit haben. In vielen Fällen wissen dementsprechend auch die zurückgebliebenen Familienangehörigen oder FreundInnen gar nicht, was mit den Menschen, die nach Europa ausgereist ist, nach ihrer Reise oder Ankunft passiert ist. Als Resultat sind also Drittstaatsangehörige, die wegen Schmuggel in Griechenland angeklagt sind, komplett isoliert während ihrer Haftzeit und verschwinden im Prinzip im griechischen Gefängnissystem. Und zu diesen ganzen Bedingungen kommt dazu, dass die durchschnittliche Dauer der Untersuchungshaft in Griechenland sehr lang ist. Für die Fälle, die wir beobachtet haben, waren das durchschnittlich 8 Monate. Man muss aber dazu sagen, dass die Zahl relativ schwer zu ermessen ist, weil viele Fälle, die wir zum Beispiel nur die Gerichtsverhandlungen beobachtet haben, haben wir gar keine Informationen über die Dauer der Untersuchungshaft. Was bedeutet, dass die Zahl auch höher sein könnte. Denn zum Beispiel die allgemeine Durchschnitt der Dauer der Untersuchungshaft in Griechenland liegt bei 13 Monaten. Zu guter Letzt werden Gerichtsdokumente und Verhandlungstermine im Gefängnis nur auf Griechisch kommuniziert, was bedeutet, dass diese Menschen auch für den weiteren Verlauf des Prozesses und Vorbereitung ihrer Verteidigung auf die Übersetzung anderer Insassen angewiesen sind. Genau, dann, wenn die Untersuchungshaft dann irgendwann zu einem Ende kommt, beziehungsweise es zum Prozess kommt, ja, zeigen unsere Daten auch, dass Menschen in der Regel in Verfahren, die grundsätzlich mangelbehaftet sind und die Rechte der Menschen verletzen, zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Also wir hatten es ja eingangs schon Rule of Law und wie weit ist es sehr mit der Rechtsstaatlichkeit. Genau, und als Beispiel ist, dass diese Fälle, die Anklage, beziehungsweise auch die Verurteilung, eine starke Gewichtung eben auf der Aussage des festnehmenden Polizeibeamten, Küstenwachenbeamten hat, der aber in den Fällen, die wir beobachtet haben, in 68% der Fälle nicht mal anwesend war, entsprechend auch nicht ins Kreuzverhör genommen werden konnte von der Verteidigung, was deren Recht ist, und entsprechend Menschen dann auch auf der Grundlage der Verlesung von schriftlichen Zeuginnenaussagen verurteilt werden. Auch hier in den Verfahren hat die Mehrheit der Menschen ist auf PflichtverteidigerInnen angewiesen. Und da muss man eben dazu sagen, dass auch PflichtverteidigerInnen, die sich bemühen und einen guten Job machen wollen, einfach damit konfrontiert sind, dass es strukturell schwierig ist, die nötigen Ressourcen aufzuwenden innerhalb dieses Systems und zum Teil die Leute auch erst kurz vorher zugewiesen werden und entsprechend gar keine adäquate Verteidigung gewährleisten können. Und entsprechend bei den 95 Fällen, die wir uns angeguckt haben, haben wir auch nur bei 8 Fällen einen Freispruch am Ende dokumentieren können. Auch bei den Verfahren ist Übersetzung bzw. Verdolmetschung immer wieder ein Problem.
Und zwar haben wir Fälle dokumentiert, wo kein Dolmetscher anwesend war und dann der Angeklagte aus den vorherigen Verfahren quasi dazugeholt wurde, um zu übersetzen. Oder auch ein Gericht, das im Norden ist, in Komotini, da hat sich herausgestellt, dass es Usus ist, dass andere Gefängnisinsassen ins Gericht gebracht werden, um zu übersetzen, was auch wiederum das Recht der Person auf eine entsprechende Verdolmetschung natürlich verletzt, weil die Menschen, die da ausgebildet sind, ja noch befähigt für diesen Beruf. Und in Komotini werden die Menschen nicht mal übersetzen, dafür entschädigt. Dann kann man noch dazu sagen, dass selbst wenn Menschen eine gute Verteidigung haben, das sind dann meistens private Anwältinnen, die eben Erfahrung mit solchen Fällen haben, auch diese mit strukturellen Schwierigkeiten konfrontiert sind, die das Vorbereiten einer guten Verteidigung erschweren. Zum Beispiel ist es oft sehr schwer, ZeugInnen ausfindig zu machen, da Familienangehörige und Passagiere, die mitgereist sind, die also für die Angeklagten aussagen können, oft sehr schwierig sind, ausfindig zu machen. Einerseits eben durch die lange Dauer der Untersuchungshaft, was die Prozesse lange herauszögert. Andererseits aber auch durch die Gründe, die ich schon bei Gefängnisbesuchen genannt habe, also dass viele Leute einfach keine Möglichkeit haben, legal und sicher in die EU zu diesen Prozessen zu reisen, auch innerhalb der EU teilweise nicht hinreisen können. Und diese strukturellen Probleme, die Julia auch genannt hat, aber eben auch die klaren Verfahrensmängel und bewussten Rechtsbrüche, die spiegeln sich auch in der durchschnittlichen Prozessdauer wider, die gerade mal 37 Minuten beträgt. Und bei Prozessen, die durch PflichtverteidigerInnen vertreten wurden, verkürzt sich das Ganze noch auf 17 Minuten. Der kürzeste Prozess, den wir beobachtet haben, war gerade mal 6 Minuten lang. Und trotzdem werden während dieser Prozesse durchschnittliche Strafen von 46 Jahren Haft und 332.209 Euro Geldstrafe verurteilt. Und wie diese Strafen genau zustande kommen, wird Natascha auch gleich nochmal erklären. Wir wollen euch jetzt noch ein paar quantitative Dimensionen zum Abschluss mitgeben, einfach nur um den Ausmaß dieser Kriminalisierung deutlich zu machen. Allein 2022 wurden nämlich in Griechenland mindestens 1347 Menschen wegen Schmuggel verhaftet. Allerdings haben die griechischen Behörden seit 2020 keine offiziellen Zahlen mehr dazu veröffentlicht und auch unsere Anfragen dazu nicht beantwortet. Das sind also nur die Zahlen für den Norden des Landes und für die griechischen Inseln haben wir gar keine Zahlen. Die Dunkelziffer liegt also wahrscheinlich noch deutlich höher. Im Februar 2023 waren 2154 Menschen wegen Schmuggels in Griechenland im Gefängnis. Das bedeutet, das ist die zweitgrößte Gruppe der Gefängnisinsassen in Griechenland. Und 90% dieser Menschen sind Drittstaatsangehörige. Das bedeutet, dass 20% der gesamten griechischen Gefängnispopulation Drittstaatsangehörige, die wegen Schmuggel verurteilt worden sind. Und 52% dieser wegen Schmuggels Verurteilten sitzen eine Strafe von länger als 15 Jahren bis zu lebenslänglich ab. Genau. Und dann sind wir quasi auch schon beim Fazit, beziehungsweise ja, die Schlussfolgerung, die wir eindeutig aus der Studie, beziehungsweise in den Fällen, die wir dokumentiert haben, ziehen, ist, dass dieser Anti-Schmuggelkampf, beziehungsweise die Maßnahmen, die eben da in Griechenland umgesetzt werden, auf keine Art und Weise die Rechte von geschmuggelten bzw. migrierenden Menschen schützen, sondern sie eben im Gegenteil eklatant verletzen und ja, auf gröbe Art und Weise. Und anstatt Verbrechen zu bekämpfen, wie es offiziell eben heißt, werden auf systematische Weise Verbrechen an den Menschen selbst von staatlicher Seite begangen. Und dabei wird auch eben, ich würde so formulieren, auch bewusst ausgenutzt, dass es sich dabei eben um eine Gruppe handelt, die eben aufgrund struktureller Bedingungen in der Position ist, wo sie sich eben nur sehr schwer gegen diese Rechtsbrüche verteidigen können und entsprechend eben Easy-Tage oder Easy-Sündenböcke auch darstellen, die man dann auch wiederum wieder in Statistiken präsentieren kann. Und ja, alle diese Erkenntnisse legen natürlich die Vermutung nahe oder beziehungsweise die Einschätzung, dass es sich eben stattdessen eigentlich um ein weiteres Instrument zur Abschreckung handelt. Und genau wie auch ein Anwalt, ein griechischer, mit dem wir da auch darüber gesprochen haben, es, finde ich, treffend formuliert hat. Er meinte, dadurch
Migration is made into a felony through the back door, weil die unerlaubte Einreise, die eigentlich in der Regel, wenn überhaupt, eine Ordnungswidrigkeit ist und im Anschluss, wenn man einen Asylantrag stellt, in der Regel ja dann auch nichtig ist, durch solche Anklagen und diese Praxis eben es ermöglicht wird, dass Menschen für ihre Einreise aber dann tatsächlich zu einem Schwerverbrechen verurteilt werden, für das sie dann zum Teil Jahrzehnte im Gefängnis verbringen müssen. Genau, und zu allerletzt wollen wir auch nochmal betonen, dass wirklich jeder einzelne der Fälle, die wir näher begleiten konnten und auch die Interviews, die wir geführt haben, eigentlich einen eigenen Report oder Aufmerksamkeit und auch vor allem Konsequenzen verdient hätte und wert gewesen wäre. Also die Schilderung der Menschen waren alle so schwerwiegend und gravierend und die Konsequenzen werden die auch noch über Jahre lang mit sich herumschleppen und entsprechend genau muss hier auf jeden Fall was passieren. Über einen Fall werden wir dann ja auch noch mal genauer hören. Eine der Personen, die auch weiterhin in Haft sind. Lotte hat es bereits gesagt, es sitzen derzeit über 2000 Menschen immer noch unter dieser Anklage in den Gefängnissen. Und ja, wenn sich in der Beziehung nicht irgendwas ändert, wird es auch noch lange dauern, dass diese Menschen irgendwie wieder die Freiheit sehen. Und genau, jede Woche, jeden Monat werden neue Verhaftungen gemacht. Und wir hoffen, ja, dass die Studie auch einen Teil dazu beitragen kann, dass es auch politische Konsequenzen gibt. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Natascha Dajani, ich bin griechische Rechtsanwältin. Ich arbeite seit 2016 zusammen mit Legal Center Lesbos. Legal Center Lesbos ist eine seit 2016 tätige griechische Non-Profit-Organisation, die Migranten auf der Insel Lesbos kostenlosen Rechtsbeistand bietet und sich in breiterer Solidaritätsarbeit und strategischer Prozessführung zur Verteidigung der Rechte der Migranten engagiert. Wir haben mehrere Personen vertreten, die wegen Beihilfe zur illegalen Einreise nach dem griechischen Gesetz 4251/2014 eingeklagt und verurteilt wurden. Und aufgrund unserer langen Präsenz vor Ort konnten wir sehen, wie haben wir die Veränderung miterlebt, die zu einer verschärften Abschreckungs- und Strafpolitik geführt haben für Migranten, die versuchen, Europa von seinem Land oder Meeresgrenzen aus zu erreichen und die sich in deren Kriminalisierung gipfelten und parallel zu den zunehmenden Vorfällen von Pushbacks kamen. Der Wendepunkt war die Pandemie, als die Bewegungsfreiheit für alle eingeschränkt wurde und die Dokumentation von Verstoßen viel schwieriger war und in vielen Fällen sogar unmöglich. Ich werde vom rechtlichen Aspekt der Schmugglervorwürfe sprechen und dem Widerspruch zu den internationalen Standards. Ironischerweise gab es im Schengen-Abkommen von 1985 eine Formulierung, die dem UN-Protokoll ähnelte und darauf abzielte, diejenigen zu bestrafen, die bei illegalem Grenzüberschritt aus finanziellen Gründen Beihilfe leisteten. Im Jahr 2002 wurde im Facilitator-Paket der EU diese Klausel zu finanziellen Zwecken gestrichen, was zu einem Widerspruch zum UN-Protokoll führte. Die derzeitige Gesetzgebung Griechenlands gehört zu den strengsten in der EU. Abgesehen davon, dass kein materieller oder finanzieller Gewinn gefordert wird und es keine Ausnahme für diejenigen gibt, die selbst einer Schmuggeloperation unterlegen sind, sieht das griechische Gesetz zur Bekämpfung des Schmuggels eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren und eine zusätzliche Strafe von 15 Jahren für jede Person, die transportiert wurde, deren Leben in Gefahr geraten ist. Also es wird addiert. Zu der Basis-Strafe wird dann immer addiert, wie viele Menschen sind in einem Boot und wie viele in Gefahr geraten sind. Ein finanzieller Gewinn wird nur als erschwerender Umstand angesehen, der keine wesentliche Änderung der Gesamtsprache bewirkt. Mildernde Umstände, junges Alter, extreme Armut, Notstand, keine Vorstrafen, Ehrlichkeit, Reue zeigen,
sind technisch gesehen bei der Verhängung einer Strafe zu berücksichtigen, aber in der Praxis, in allen Fällen, wo Legal Center Levels beteiligt war, wurden sie nicht berücksichtigt. Zum Beispiel akzeptierte das Schwurgericht von Mityhini im April 2021 keine mildernden Umstände für einen jungen Mann aus Syrien, der von Anwälten des Legal Centers vertreten wurde, der zuvor in Syrien wurde auf ihn geschossen, in der Türkei wurde er verhaftet und gefoltert und dann in Griechenland geflohen, ist dann nach Griechenland geflohen mit seiner Frau und seinen 3 Kindern. Und obwohl alle die oben genannten Umstände vorlagen, wurde er zu 52 Jahren Gefängnis verurteilt und seine Frau muss sich schon seit 3 Jahren alleine um die 3 Kinder kümmern und er ist im Gefängnis. Und man sieht ja auch von den Umständen die Unmöglichkeit einer Vorbereitung einer Schmuggeloperation von dieser Person. Obwohl es im griechischen Recht eine Ausnahme gibt für Seenotrettung im Einklang mit den Grundsätzen des internationalen Rechtes, wurde diese Ausnahme in den verfolgten Fällen nie als Verteidigung akzeptiert, obwohl es sich in allen Fällen um Migranten handelte, die selbst Opfer von Schmuggeloperationen waren, gegen die strafrechtliche Anklage erhoben wird. Nach all wie viele Menschen im Gefängnis sind, das habt ihr schon gesagt, das sage ich, dann wiederhole ich das nicht. Dann gehe ich mal zum griechischen Strafrecht. Das habt ihr auch schon gesagt. Das ist Artikel 30, 4251 2014 ist das Gesetz. Wer ein Flüchtlingsboot fährt, gilt automatisch als Schmuggler. Im Großen und Ganzen sind nicht diejenigen, die Überfahrten organisieren und finanziell davon profitieren, die Festgenommenen und Inhaftierten. Es liegt auf der Hand, dass die Schmuggler selbst nicht so gefährliche Überfahrt von der Türkei nach Griechenland auf sich nehmen, wo sie dann auf den Inseln festsitzen und keine Möglichkeit haben, legal in die Türkei zurückzukehren, nachdem sie illegal nach Griechenland eingereist sind. Vielmehr handelt es sich um Personen, die vor Gericht wegen Beihilfe zur illegalen oder, wie ihr wollt, unerlaubten Einreise nach Griechenland angeklagt werden. Häufig sind es fast immer Flüchtlinge, die in ihren Heimatländern oder in der Türkei Verfolgung befürchten und in Griechenland das Recht haben, Asyl zu beantragen, ohne wegen unerlaubter Anreise strafrechtlich verfolgt zu werden, geschweige denn wegen Beihilfe zur Einreise. So, ein paar Worte für die Gesetzgebung. Sie ist schlimm genug, das haben wir gesehen. Aber es sind auch die Ereignisse in der Praxis, insbesondere auf der Insel Lesbos, wo ich Ihnen erzählen kann. Es ist noch ungerechter und unmenschlicher. Auf Lesbos war infolge des Zustroms von Migranten auch die allgemeine Bevölkerung, einschließlich von Richtern und Geschworenen vor Gericht, die waren nicht immun gegen die Politisierung auf ihrer Insel. Auf der flüchtlingsfeindliche Stimmen zu organisierten Angriffen rechtsextremer Gruppen gegen Migranten und mit ihnen solidarische Personen geführt haben. Mit stillschweigender Unterstützung lokaler Regierungsbeamter und der Polizei. Die Gerichte selbst führen bewusst oder unbewusst eine Form der kollektiven Bestrafung und Abschreckung durch, um den Zustrom von Flüchtlingen einzudämmen, die in Europa Asyl suchen. Die Beispiele sage ich nicht noch einmal. Wir haben fast die gleichen Verstöße zu berichten in den Verfahren, wo wir Menschen unterstützt haben. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt viele Fälle, wo Personen werden verurteilt, ohne überhaupt einen Beweis, dass die Personen die Verbrechen der Beihilfe zur illegalen Einreise begangen haben. Wir hatten einen Prozess gegen Akif Rassouli, vielleicht kennen Sie den Namen, er ist sehr bekannt geworden in Europa. Er hatte auch Unterstützung von Leuten vom Europäischen Parlament. Die sind auch zum Gericht gekommen, um ihn zu unterstützen. Im September 2020 hatte er eine Vertretung eines staatlichen bestellten Anwalts, der ihn am selben Tag traf. Im Rahmen seiner Prozesse wurde er zur Beihilfe illegaler Einreise beschuldigt gefunden, obwohl es überhaupt keine Aussage gab. Überhaupt keinen Zeugen, der besagte, dass er das Boot gefahren hat. In diesem Fall wurde der Flüchtling Akif Rassouli, nachdem er 3 Jahre umsonst im Gefängnis gesessen hat, nun im vergangenen Dezember im Berufungsgericht einstimmig freigesprochen, wo ich ihn vertreten habe. Und jetzt werden wir vom griechischen Staat eine Entschädigung für die erlittene Unrecht fordern. Aber die 3 Jahre seines Lebens
kehren natürlich nicht zurück. Und das passiert sehr oft und es gibt keine Rechtsanwälte, die dann vielleicht in der zweiten Instanz dieses Unrecht, dieses erlittene Unrecht wieder gut machen können. Das ist ja nur eine Ausnahme, das ist nicht der Fall bei allen Fällen, die auch vorher berichtet wurden. Ein anderer Aspekt in Griechenland geht darüber hinaus noch einen Schritt weiter als das Facilitator-Paket. Es redet nicht nur von Erleichterung der illegalen Einreise, sondern auch Beihilfe des illegalen Aufenthalts. Das gibt es im Gesetz. Es gibt im griechischen Recht illegale Einreise und versuchte illegale Einreise. Aber seit 2005 gibt es kein solches Verbrechen, das heißt illegaler Aufenthalt. Aber der Strafbestand der Erleichterung zum illegalen Aufenthalt verbleibt weiterhin im Strafrecht und es sieht ebenfalls keine Ausnahme für diejenigen vor, die humanitäre Hilfe leisten. Und das haben wir ja auch in der Praxis auch gesehen. Die strafrechtliche Verfolgung Personen, die humanitäre Hilfe leisteten im Jahr 2020 zu einer Zeit, als die Praxis der Pushbacks eskalierte, und das ging natürlich Hand in Hand, wie wir gesagt haben, mit dieser Kriminalisierung der Migranten, die sich während der Reise am Lenker des Bootes fanden. Was immer auch der Grund ist nicht berücksichtigt. Selbst wenn sie es taten, um ihr Leben und das der anderen Passagiere zu retten. Und ich halte es auch für wichtig, auch hier hervorzuheben, dass diese Gesetze zur Bekämpfung des Schmuggels in Griechenland auch zur Bekämpfung gegen humanitäre Akteure und Menschenrechtsverteidiger als politisches Instrument zur Abschreckung der Migration durch kollektive Bestrafung von Migranten, denen dieses gelingt, anzukommen, eingesetzt werden. Kritik zum Schweigen zu bringen und ein Umfeld der Angst zu schaffen, damit Griechenland seine grausame und rechtswidrige Grenzpolitik durchführen kann. Die Reform der aktuellen Anti-Schmuggel-Gesetzgebung und des EU-Facilitator-Pakets ist ein wichtiger Schritt, aber wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wie wir sehen, die Anwendung auf Lesbos haben wir das gesehen, dass diese Gesetzgebung angewendet wird und sehr, sehr streng und sehr scharf und mit diesen Prozessen, die vorhin alle ernannt wurden, als politisches Instrument genutzt wurde und auch weiterhin genutzt werden wird. Und die politische Agenda der EU und Griechenlands zur Eindämmung der Migration voranzutreiben. Es ist notwendig, sowohl die Schmuggel- als auch die Schmuggelbekämpfungsvorschriften im breiteren Kontext der EU-Migration und Grenzpolitik zu betrachten, die überhaupt erst die Notwendigkeit von Schmuggeloperationen schaffen. Diese Grenzpolitik drängt diejenigen, die nicht über den richtigen Pass verfügen, in diese Schmuggelnetzwerke. Und dieses Geschäft steigert sich, es schmälert sich nicht. Denn die Menschen, die keine Alternative haben, die wollen nach Europa kommen, in Sicherheit. Und diese strafende und abschreckende Maßnahmen, wie die gezielte Bekämpfung sogenannter Schmuggler, werden den Zustrom von Menschen nicht aufhalten. Sie werden weiterhin Grenzen überschreiten und sich in Sicherheit zu bringen, mit Familienmitgliedern zusammenzukommen oder nach einer besseren Zukunft zu suchen. Somit zusätzlich zu einer Reform der EU-Vermittlerpakets und um es mit den UN-Protokollen in Einklang zu bringen, ist eine umfassende Reform der EU-Migrationspolitik erforderlich, um sichere Migrationsrouten bereitzustellen, die Notwendigkeit von Schmuggeloperationen zu beseitigen und den Schutz des Lebens zu gewährleisten, derjenigen, die über die Grenzen gezwungen werden. Ich möchte noch ein kurzes Wort sagen zu dem letzten Schiff, das sank am 14. Juni 2032, eines der tödlichsten Shipwrecks Europas. 750 Menschen, es wurde schon erwähnt, an Bord vor Pylos auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Aussagen von Überlebenden geht hervor, dass die griechische Küstenwache von Ort anwesend war und sich weigerte, die Passagiere zu retten und das Schiff durch Abschleppen zum Kentern brachte. Es gibt sehr viele Widersprüche in den dargelegten Fakten und wir warten noch, um zu sehen, wie sich das alles, was sich da noch alles zeigen wird. Aber was passiert zu den neuen angeklagten Schmugglern? Wir haben natürlich Angeklagte hier auch in diesem Fall.
Sie sind inhaftiert, es wird strafrechtlich gegen sie ermittelt. Aber was ist auch hier wieder die Narrative? Wir sehen in der nationalen und internationalen Presse ein starkes Narrativ. Es wurde verbreitet, um den Opfern oder sogenannten Schmugglern die Schuld zu geben. Dies ist unserer Meinung nach ein Versuch, die Aufmerksamkeit abzulenken von den wahren Ursachen der Tragödie. Und das ist die EU-Politik zur Abschreckung und Externalisierung, das Fehlen sicherer und legaler Fluchtwege für Menschen. Danke. Hallo, ist jetzt mit drin? Ja. Also für mich ist es eigentlich nicht so einfach, immer wieder hier zu setzen und die Geschichte zu erzählen, weil mein Vater ist jetzt im Gefängnis in Griechenland. Aber ich mache das immer trotzdem, weil ich finde es wichtig, dass Menschen zu Wort kommen. Und ich finde es sehr wichtig, dass, also es gibt viele Menschen, die im Gefängnis sitzen und kriminalisiert werden und gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie darüber zu sprechen. Und also ich bin die Tochter von einer Person, die irgendwie jetzt seit 2 Jahren im Gefängnis sitzt. Und ich habe halt die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Deswegen mache ich das immer noch, auch wenn es sehr schwierig ist. Vor allem heute, also to be honest, geht es mir nicht so gut, weil ich gestern Abend einen Anruf von meinem Vater bekommen habe. Und der hat mir erzählt, dass er heute Morgen zu einem anderen Gefängnis gebracht wird. Und das wurde gar nicht irgendwie mit uns, also ich wusste nichts davon und der Anwalt auch nicht. Und ich habe heute nochmal einen Anruf von ihm bekommen, in dem er gesagt hat, dass er in einem anderen Gefängnis gebracht wurde, in dem alles schlimmer ist als das vorherige Gefängnis. Genau. Aber keine Ahnung, also ich will das trotzdem machen, und ich mache es auch sehr persönlich jetzt. Ich habe jetzt nichts vorbereitet oder so, also ich erzähle einfach, was passiert ist, weil ich glaube, das wird schon reichen. Naja, mein Vater ist jetzt seit 2 Jahren im Gefängnis, seit September 2021, als er ein Auto mit 7 anderen Menschen gefahren ist, von der Grenze von Türkei bis zu Griechenland. Beziehungsweise sie haben die Grenze überquert mit vielen Menschen und dann kamen sie an in einen Wald und da blieben sie vor 3 Tagen und dann wurde es ihnen gesagt, dass er entweder das Auto fahren soll oder sie werden da einfach bleiben. Und das heißt, ohne Essen, ohne Trinken, also ohne nichts halt. Genau, und da hat er irgendwie akzeptiert, das Auto zu fahren. Genau, 3 Menschen im Kofferraum, 4 Menschen im Auto. Er ist das Auto gefahren von Griechenland bis zu Thessaloniki, also von diesem Wald bis zu Thessaloniki. Und als sie dann in Thessaloniki ankamen, wurde er verhaftet. Und dann war er vor 2 Wochen in Untersuchungshaft. Wir haben nichts von ihm mitbekommen. Also ich wusste nicht, wo er ist. Wir haben gedacht, dass er einfach gestorben ist oder so. Nach diesen 2 Wochen haben wir einen Anruf gehalten, in dem uns gesagt wurde, dass er im Korydallos ist. Also Korydallos ist ein Gefängnis in der Nähe von Athens und der war dann da nach 2 Wochen. Und seitdem, also bis gestern Abend, war er immer noch im Korydallos. Und ich habe mir heute irgendwie gewünscht, dass er immer noch da geblieben wäre, weil da hat er Freunde gemacht oder keine Ahnung, also da hat er alles irgendwie kennengelernt und so. Und jetzt ist er in einem anderen Gefängnis, wo es alles schlimmer ist. Und ich habe davor, also bevor ich hier war, habe ich einen Anruf gehalten von ihm. Und er hat mir gesagt, dass dieser neue Gefängnis ist einfach viel schlimmer als Korydallos, weil es viel kleiner ist. Es gibt keinen Hof, es gibt so eine kleine Mini-Hof und er ist in einem Raum mit 5 anderen Menschen, also so einen 10 Quadratmeter Raum oder so. Genau, ja. Und als er, ja, also ich finde es erstmal absurd, dass er für so lange im Gefängnis war, bis er überhaupt vor Gericht sein konnte. Das heißt, dass er war im September 2021 schon im Gefängnis, in Korydallos.
Und da musste er bleiben für noch ein Jahr, bis er wirklich seine Verhandlung hatte, also seinen Gerichtstermin. Und es wurde 3-mal verschoben, also wir hatten Support von Golden Europe bekommen, Lydia war dabei. Der erste Termin war letztes Jahr im Mai und dann der zweite war im Juni und der dritte war im Juli. Und wir haben immer wieder, also wir sind natürlich immer wieder dahin gefahren und dann zurückgekommen und es hat nie passiert. Und dann haben wir nochmal gewartet bis September, wo der eigentliche Termin passiert ist. Es war nochmal September, also 26. September 2022, genau. Und er saß vor einem Jahr in Haft, was ich wirklich absurd finde, weil es gab keine Polizeiaussage. Also es gab nichts, wo es gesagt wurde, dass er dieses Auto gefahren ist. Genau, und am Ende wurde er erstmal zu 70 Jahre Haft verurteilt. Und dann gab es 2 Mindestgründe. Und diese 2 Mindestgründe waren, dass ich irgendwie diese Zeugenaussage gemacht habe und dass er krank ist. Also bei ihm wurde vor 6 Jahren Krebs entdeckt und er hatte einen Au-pair. Und nachdem musste er immer eigentlich untersucht werden, was jetzt nicht passiert ist seit 2 Jahren, weil er im Gefängnis ist. Genau, also diese 2 Mindestgründe haben das zu 18 Jahren Haft gemacht, was völlig absurd ist, weil mein Vater war damals 57 Jahre alt, jetzt ist er 59. Und also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob er das schafft mit so 18 Jahren Haft. Das ist völlig. Ja. Genau, und was ich auch noch, also ihr habt ja erwähnt, dass man hat keine Übersetzung zum Beispiel bei einem Gerichtstermin oder so. Das stimmt voll, weil wir hatten ja viel versucht, irgendwie in Übersetzungen zu holen. Und wir haben Kontakte, also es gibt Menschen, die wirklich gar keine Kontakte haben und die wirklich, also von denen wirklich so Familienmitglieder gibt, die gar nicht wissen, dass diese Menschen in Haft sitzen. Und wir haben versucht, irgendwie Übersetzungen zu organisieren und dann war sein Gerichtstermin, hat auch länger gedauert. Ich glaube, bei ihm war das so 1 Stunde, 15 Minuten oder so, was nicht immer der Fall ist. Aber dadurch, dass wir Kontakt hatten, also dadurch, dass wir so Support hatten von Golden Europe und dann gab es so eine Journalistin dabei im Gerichtsraum und dann, dass wir dabei waren als Familienmitglieder, hat es einfach länger gedauert, aber am Ende hat er also 18 Jahre Haft bekommen. Und sein Berufungsprozess ist dann erst in fast einem Jahr, also das ist dann in so April 2024, was ich auch nochmal absurd finde. Genau. Und ja, also er wurde, seine Strafe war eigentlich Menschenschmuggel. Und dann noch Lebensgefahr für diese 3 Leute, die im Kofferraum waren. Also es gab 7 Menschen im Auto, 3 davon waren in diesem Kofferraum. Und er hat dann für diese 3 Menschen 15 Jahre bekommen. Also das wären 45 Jahre und dann für den Rest 10 Jahre pro Person. Also irgendwie so eine absurde Zahl, weiß ich nicht, also ich kann es nicht jetzt rechnen. Genau, und ich finde es einfach so unmenschlich, dass er jetzt so. Also ich finde es allgemein unmenschlich, egal ob die Person jetzt krank ist oder alt ist oder egal was, weil die Leute, die jetzt das machen, sind normalerweise gezwungen, um sowas zu machen. Und gezwungen meine ich, also jetzt nicht, dass der so Hauptschwunger die gezwungen hat, sondern dass die Menschen keine andere Möglichkeit haben, die das machen. Zum Beispiel dieses Schiff, in dem so 700 Menschen oder 600 Menschen jetzt gestorben sind, die haben einfach keine andere Möglichkeit. Und wenn die das hätten, dann hätten sie wahrscheinlich nicht ihre Kinder in diesem Schiff getan, wo sie auch selber so sicher sind, dass sie wahrscheinlich so gestorben wären. Genau. Und also ich will das nicht so weiter erzählen, wie es unmenschlich ist, weil ihr weißt alle, also wie das wirklich ist. Genau, das war es, glaube ich. Wenn ihr Fragen habt, kann ich gerne beantworten.
Vielleicht noch einen Satz, dass du auch gerade eine Kampagne für deinen Vater machst. Genau. Das vergessen. Also @freeromadun gibt es die auf Instagram, Twitter, Facebook, genau. Ja. Infos. Genau. Ja, wir machen jetzt eine Kampagne. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns folgen auf Instagram. So. Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Und dann, ja, danke erstmal, dass du das so erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, es immer wieder so sagen zu müssen, aber auf jeden Fall sehr wichtig, dass es macht. Ich hoffe auch erfolgreich an. Ich habe noch eine Sache vergessen am Anfang. Es gibt nämlich noch ganz kurz einen Vortrag von Roswitha Peigen und Peter Rosandic. Die beide zur Lage in Lipa, also bei uns in Herzegowina, zu dem verhinderten Grenzgefängnis etwas erzählen. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid und sorry, ich habe das hier in der Spalte sozusagen einfach verdrängt. Nicht vorgegeben. Kein Problem. Aber Schließt hier noch den Laptop an, oder? Ja. Ja, danke für die Einladung und für die Möglichkeit, heute zu sprechen. Danke für eure Studie. Vieles, was da in Griechenland vorkommt und vieles von diesem rechtslosen Raum und dann auch dein Zeugnis berührend ist natürlich auch in Bosnien-Herzegowina entlang der Balkanroute, wo wir aktiv sind, präsent. Dauert noch kurz, ja. Am Balkan dauert immer, wenn den Balkanesen was tun, da dauert es noch viel. Aber gut, und auf jeden Fall, vieles, was da passiert, ist definitiv auch in Bosnien der Fall. Ja. Worüber wir sprechen werden heute ist das Gefängnis in Lipa. Ich weiß nicht, ob es mir mitbekommen hat. Es ist plötzlich ein illegales Gefängnis erbaut worden im Camp Lipa. Camp Lipa befindet sich nahe der kroatischen EU-Außengrenze. Jetzt sind wir da, gell? Wir können gleich zur zweiten Folie gehen. Noch kurz nur noch zur SOS Balkanroute, damit ihr wisst, wer wir sind, beziehungsweise was wir tun. Wir sind als 2019 als Initiative entstanden, 2020 als Verein, begonnen auch im Horrorcamp Buccia auf der Mühlhalde, ein Camp ohne Wasserversorgung, ohne Stromversorgung, neben einem Minenfeld, dort wo Menschen leben, 2019 weggeworfen werden. Aktuell werden sie auf Lipa weggeworfen. Die Orte ändern sich. Ja, was haben wir getan? Das Spezielle an SOS Balkanroute ist, wir sind selber nicht so sehr aktiv vor Ort, wie wir auf interkulturell kompetente lokale Kräfte setzen, die viel besser wissen als wir, wie man den Nachbarn besänftigt, wie man mit der Polizei spricht. Genauso wie du die griechischen Gesetze wahrscheinlich besser kennst als ein Berliner Anwalt, kennen die Leute hier, der Babasim, die Sanella, die Mama Semira, der Nichat. Wir sind gestern aus Bosnien gekommen, die bosnischen Gegebenheiten besser. Bitte zur nächsten Folie. Wie gesagt, zu Camp Lipa. Ihr seht das hier im Umkreis von 25 Kilometer. Nichts, also gar nichts, keine soziale Infrastruktur, kein Supermarkt, kein Restaurant, gar nichts. Das ist hier das Camp Lipa und hier hat man die Menschen isoliert bereits 2020. Seit 2020 gibt es dieses Camp und wir haben das auch immer kritisiert als eine Isolation, als etwas für eine aus dem Augen, aus dem Sinn Politik. Bitte nächste Folie, wenn es geht. Und hier seht ihr das Camp Lipa, wie das aussieht, Container mitten in den Bergen, weit und breit keine Infrastruktur. Nicht gut gelegen für die Leute, also es nimmt ihnen den Flow und vom Game, wie sie sagen, also ihr wisst, was das Game ist und ja, es ist ein polizeilich geführtes Lager, ihr seht, Spezialpolizei, ihr könnt euch vorstellen, dass dort, wie es dort die Menschenrechtslage ist. Es gibt dort kein unabhängiges Menschenrechtsmonitoring. Ich habe von der österreichischen Botschaft, von der österreichischen Außenministerium schon 2020 verlangt, dass man da ein unabhängiges Menschenrechtsmonitoring macht. Bis heute hat sich das gar nicht geändert. Ja, wieso habe ich Österreich erwähnt? Einerseits, weil wir aus Österreich kommen, in Österreich aktiv sind und weil Österreich in diesem Camp eine ganz spezielle Rolle spielt. Der Wiederaufbau dieses Camps, 1,7 Millionen Euro, es ist ja abgebrannt. Ende Dezember 2020 ist das Lipa Camp abgebrannt. 1,1 Millionen Euro österreichische Steuergelder von 1,7 Millionen Euro für den Wiederaufbau kommen aus Österreich und genauso sind die ganzen österreichischen Logos präsent.
das Land Oberösterreich, welches nicht einmal eine Grenze hat in den Süden, sondern eher zu Deutschland, ne, hat völlig unverständlicherweise 300.000 in so ein Isolationscamp, in so eine Blackbox investiert sozusagen. Das Oberhilfswerk ist beteiligt, österreichisches Innenministerium prominent, aber auch mit 200.000 Euro das Deutsche Technische Hilfswerk. Ja, zum illegalen Gefängnis in Lipa, welches wir jetzt die letzten Wochen, Monate versucht haben, in den Vordergrund zu rücken, was da passiert. Nicht tragisch genug, dass es überhaupt so ein Camp gibt, wo es komplette Isolation ist noch mitten in dieses Camp, welches übrigens auch Minderjährigenabteile hat, welches übrigens auch Familien- und Kinderabteile hat, ein Gefängnis mit noch höherem Zaun, mit hier, ihr seht das so, amerikanische Hochsicherheitsgefängnismäßige Architektur, dann mit ganz wenig Lichtzufuhr in die Zellen ein Gefängnis gebaut haben. Erstes Absurdum. Dieses Gefängnis wurde aus Geldern gebaut von der Europäischen Kommission, die Bosnien-Herzegowina fit für die EU machen sollen. Da wurden Gelder verwendet von der Europäischen Kommission aus diesem IPA-EPA-Fonds, die eigentlich Bosnien-Herzegowina fit machen sollten. Was passiert mit diesen Geldern in Bosnien? Es werden Gefängnisse gebaut. Zweites Absurdum. Dieses Gefängnis hat weder eine Rechtsgrundlage in Bosnien-Herzegowina, nicht einmal diese Mühe hat man sich gemacht bei Seiten der bösen Absicht, noch eine Baugenehmigung. Baugenehmigung hätte man anfordern müssen von der Stadt Bihac. Die Eigentümer dieses Grunds ist, hat man nicht getan. Weder Bürgermeister, kantonaler Premierminister vom Kanton Unasana, grenzt an Kroatien, Nordwesten Bosniens, 1-2 Stunden von der Küste entfernt, noch Teile der bosnischen Regierung waren informiert. Ja, was ist der Zweck dieses Gefängnisses? Oliver Vacheli, Erweiterungskommissar, EU-Erweiterungskommissar, hat es eigentlich ganz klar gesagt, aber diese Aussage ist damals untergegangen. Mittlerweile ist sie eine Kronaussage, die zeugt darüber, was hier eigentlich passiert. Er sagt nämlich, das Gefängnis in Lipa sei ein Pilotprojekt. Wir wissen mittlerweile durch den EU-Innenminister, wieso auch, welches repliziert gehört. Again, we will replicate this project in other countries of the region. Und vorher sagt er, meaning that the fake asylum seekers must be detained until they return to their countries of origin. Also von vorne bis hinten, von Brüssel bis Bosnien, eine völlig rechtslose Geschichte, in der Fake Asylum Seeker, was bedeutet Fake Asylum Seeker? Also in Wirklichkeit Bosnien mit dem Ziel, aus Bosnien langfristig eine Abschiebezone zu machen, ein Land, welches sich nicht wehren kann, ein Land, welches dysfunktional ist, aber welches noch immer aufrichtige Politiker hat und welches noch immer auch einen Menschenrechtsminister hat, der sich gemeinsam mit uns gewehrt hat. Wer hat dieses Gefängnis gebaut? Wer hat das errichtet für die Europäische Kommission? Ganz interessant, wieder spielt Österreich eine Rolle. Es gibt den Ziehvater von Sebastian Kurz, es gibt den österreichischen Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger, der den Sebastian Kurz dann politisch hochgezogen hat. Der ist mittlerweile Vorsitzender vom ICMPD. ICMPD, ich glaube, nach diesem CDF Royal, nach dieser Show braucht man da nicht viel sagen, was diese Damen und Herrschaften, mehrheitlich Herrschaften, machen. Und wir haben sie konfrontiert, weil uns alle gesagt haben, ICMPD hat dieses Gefängnis errichtet. Wo wir sie konfrontiert haben, haben sie zuerst geleugnet. Sie haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Also nur mit der Kontrolle von Verträgen, wenn sie nicht einmal eine Rechtsgrundlage haben, was sie für Verträge kontrolliert haben sollen, ist die Frage. Jedenfalls haben sie sich distanziert. Und ja, was ist dann passiert? Dann haben wir mal das Ganze getreten hier im deutschsprachigen Sprachraum, haben das in Österreich in die Medien gebracht, weil es ja mit Österreich auch sehr stark zusammenhängt als Camp Lipa. Und wir haben gemeinsam mit dem kantonalen Premierminister, mit dem Bürgermeister, mit dem Menschenrechtsminister dagegen gekämpft, gegen dieses neokoloniale, menschenverachtende, rechtslose Projekt. Wir haben es geschafft, eben in den bosnischen Medien Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, in den österreichischen Medien. Später auch hat die Süddeutsche Zeitung geschrieben,
hat das als Vision von Orban und Kurz betitelt. Und wir haben der EU vor Ort, das möchte ich auch ein bisschen als positiven Input, weil das heute sehr viel Negatives hier auch war und verständlich, aber als positiven Input mitgeben, dass sich vor Ort Widerstand auch auszahlt. Wir können gemeinsam Hand in Hand mit lokaler Politik, mit den Bosniern und Bosnierinnen solche Projekte verhindern. Und auch gemeinsam mit Eva Janš-Đeđić, mit der grünen Abgeordneten, mit der grünen Menschenrechtssprecherin, Migrationssprecherin in Österreich, die mich angerufen hat. Ich war sauer auf die Grünen in Österreich. Sie haben nichts getan. Die Beweise hat im Justizministerium gelegen, 2 Jahre. Ich habe sie auch deswegen, bin ich nicht zum NGO-Treffen gegangen mit den Grünen. Und ich gesagt, Bero, ich rufe dich nicht an. Ich rufe dich nicht an als Grüne, ich rufe dich an als Menschenrechtsaktivistin. Eva hat auch so einen sympathischen polnischen Akzent. Sie ist mitgegangen, hat einen Fact-Finding-Mission gemacht und hat das Ganze breit getreten. Und wir sind glücklich darüber, dass sie dem Ganzen eine Seriosität gegeben hat und das auch dann parlamentarisch durchgebracht hat, den bosnischen Menschenrechtsminister nach Österreich eingeladen hat, ins Parlament, in Folge dann zur österreichischen Justizministerin Alma Saric. Ja, was ist passiert? Was ist uns da gelungen, allen gemeinsam? Von den politischen Mitkämpferinnen bis zu den Aktivistinnen, bis zu kantonalen Premierministern. Wir haben es letztendlich geschafft, dieses Projekt zu beenden, zu stampfen. Und am 8. Juni hat der Menschenrechtsminister Bosniens, stellt euch vor, Bosnien-Herzegowina, ein Nicht-EU-Land, ein desolates, dysfunktionales, hat noch einen Menschenrechtsminister, dem scheinbar die Menschenrechte mehr wert sind als alle EU-Länder zusammen. Und, ja, und auf jeden Fall ist vereinbart worden, dass dieses Gefängnis jetzt mal physisch vom Camp getrennt wird. Es wird ein administratives Gebäude sein. Für diese Zwecke darf es verwendet werden. Für nichts anderes. Dort wird kein Mensch eingesperrt. Und das haben wir zum Glück geschafft. Natürlich, das ICMPD kann das so nicht stehen lassen und hat uns dann jetzt verklagt in Österreich. Es läuft eine SLAPP-Klage, und zwar gegen SOS Balkanroute als Organisation, also 2 Klagen, und gegen mich persönlich. Und insofern am 18. Juli haben wir die erste Verhandlung vor dem Handelsgericht Wien. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden mit der Maria Windhager, auch mit unserer Anwältin. Und wir sind vor allem dankbar, dass in dieser grenzenlosen Kooperation, in diesen grenzenlosen, all die Jahre haben sich auch gelohnt, der viele Dialog mit den Bürgermeistern vor Ort, mit den Ministern, mit dem kantonalen Premierminister, all das hat sich jetzt gelohnt. Und eine Person, die uns auch begleitet hat und die uns auch gestärkt hat, ist die Roswitha Feige vom Pfarrnetzwerk Asyl, die Kirche in Österreich, die auch ein wichtiger Partner ist. Und die ein paar Worte. Also, ja. Er hat das eben im Prinzip schon im Wesentlichen erklärt. Wir als Pfarrnetzwerk Asyl sind ein Zusammenschluss von Pfarrern, die aktiv in ihren Pfarren Flüchtlingsarbeit macht, aber die vor allem Bewusstseinsbildung macht. Und seit 2016, 17 schauen wir in den Osten, zunächst nach Ungarn und seit 2019, seit Vuciac, nach Bosnien. Und sehen es als unseren Auftrag, in unsere Gemeinden, in die Ordensgemeinschaften und so weiter dieses Thema zu tragen, also auf einen breiten Rahmen der Bevölkerung. Und in dem Zusammenhang war ich auch mit bei der Fact-Finding-Mission von Eva Janš-Đeđić. Vielleicht kann man zu LIPA noch was sagen, was ich ganz spannend finde. LIPA ist ja auch gebaut worden, ganz offensichtlich, um die Flüchtlinge, die man in Kroatien ausgreift. Pushbacks, es gab eine ganze Menge Pushbacks immer wieder, die direkt nach LIPA führen. Die Menschen werden aufgegriffen in Kroatien und landen wieder in LIPA, wollen aber hinüber in die EU. Auch da habe ich mir in Erinnerung, dass der Premierminister von Una-Sana-Kanton uns gesagt hat, wir haben die EU gebeten, dieses Camp nicht dorthin zu bauen, wo es hingebaut wird. Wir haben Orte vorgeschlagen, aber es wurde alles abgelehnt, weil es zu nah an der Grenze ist, sondern es musste in dieses unwirtliche Gebiet, was durch ein Minenfeld führt. Also aus dem Krieg noch heraus. Und all diese Dinge versuchen wir einfach mit zu dokumentieren, mitzutragen, immer auch mitzufahren und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und in den Kirchen, das wisst ihr alle, haben wir eine ganz gute Mischung aus auch politischen denkenden Menschen
Und gerade 3 Jahren auch aus so einem christlichen Ethos finden wir das wichtig. Und ich bedanke mich nochmal bei SOS Balkanroute für die super Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir stärken uns gegenseitig und waren jetzt ja gerade auch in Kroatien und Bosnien unterwegs. Es gibt progressive Kräfte, viele. Denn der kroatische Erzbischof Mate Usinic hat sich in Rijeka hinter linke Volunteers gestellt, die von Anfang an begonnen haben, die Menschen zu versorgen. Rijeka, die linkeste Stadt Kroatiens, Hafenstadt. Wir haben eine Initiative begonnen. Die Polizei der Staat wollte das lahmlegen. Der Erzbischof ist hingegangen, hat sich hingestellt mit seiner Autorität. Ein Erzbischof hat in Kroatien natürlich mehr Autorität als irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen, es gibt noch Kräfte auch am Balkan, es gibt noch Kräfte in Österreich und es gibt noch Kräfte hier, die dagegen steuern. Und danke euch allen für diese Möglichkeit heute. Ein schönes Zitat vom Erzbischof, nachdem du ihn jetzt genannt hast. Der Erzbischof Mate Usinic hat uns so ein Interview gegeben und der zentrale Versatz für ihn war, für sein Engagement: Man kann das christliche Europa nicht mit unchristlichen Mitteln verteidigen. Und damit stellt er sich gerade auch in Kroatien durchaus sehr exponiert in eine Ecke. Und das ist ein Satz, der mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Gut. Dankeschön.